Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Tutorial-Reihe zu PyTorch. So, die Grundlagen habt ihr jetzt eigentlich soweit schon verstanden. Der Aufbau ist eigentlich auch immer so ziemlich derselbe und zu den Daten kann man jetzt nicht wirklich einfach so sagen, so macht man das. Das heißt, ihr seid fast durch mit dem Grundkurs. Jetzt geht es allerdings natürlich ans Eingemachte. Jetzt wollen wir auch selber irgendwas damit schreiben. Und ja, da haben wir natürlich sehr, sehr viele Optionen, allerdings eine Sache vorweg noch, wie kann ich eigentlich das Netz jetzt auf meiner Grafikkarte trainieren lassen, und das ist eigentlich relativ simpel, denn ich muss ganz einfach Folgendes machen. Ich mache hier Folgendes, unten drunter direkt nach dem Definieren von meinem Netz, sage ich Netz ist gleich netz.cuda. Fertig. Und ja gut, nicht ganz fertig, wir müssen noch ein bisschen mehr machen. Deswegen haben wir hier eigentlich schon alles gemacht, was wir hier brauchen. Das heißt, wir haben jetzt unser Netz auf die Grafikkarte gelegt und dort wird dann alles trainiert. So, das müssen wir jetzt für jede Variable einfach auch noch machen. Also das ist der Code aus letztem Video, wo wir einem Netz beigebracht haben, binäre Inputs und Outputs einfach umzukehren. Gut, ich meine, das ist jetzt kein Hexenwerk, sage ich jetzt mal, aber man möchte es trotzdem vielleicht auf der Grafikkarte machen. Und dann sagen wir hier Input ist gleich Input.cuda. Und natürlich hier unten beim Target müssen wir das Ganze auch machen, indem wir hier unten drunter einfach sagen, Target ist gleich Target.cuda. So, und wenn wir das jetzt laufen lassen, dann sehen wir hier, dass wir das Ganze erstmal auf die Grafikkarte laden müssen, lange gar keinen Output bekommen. Sehr, sehr lange keinen Output bekommen. Gut, warum haben wir jetzt hier eigentlich länger zu warten? Dann sehen wir plötzlich, alles kommt auf einmal. So, warum mussten wir jetzt hier plötzlich länger laden, als wir eigentlich für das neuronale Netz bräuchten, wenn wir es auf der CPU trainieren lassen? Ganz einfach, unser Netz ist so arschklein, dass es fast keinen Unterschied macht. Aber ja, wir sehen hier, wir sind hier wirklich sehr, sehr gut geworden. Also ich meine, 1 mal 10 hoch minus 7, das ist schon, oder 6 mal 10 hoch minus 7, das ist schon sehr, sehr klein. Der Fehler meine ich jetzt hier. Aber klar, warum mussten wir jetzt hier so lange warten, bis wir das Ganze auf der Grafikkarte hatten? Habe ich euch in dem letzten, keine Ahnung, schon ein paar Videos her erklärt, als wir Tensoren auf die Grafikkarte gestopft haben. Das muss erstmal auf die Grafikkarte transportiert werden und dann muss eben der Code von dem Netz auch noch auf der Grafikkarte kompiliert werden. Dann wird es dort ausgeführt, dann wird es wieder zurück in den Arbeitsspeicher geschrieben und dann dauert das natürlich alles ein bisschen länger. Ab wann lohnt es sich, das Netz auf der Grafikkarte auszuführen? Naja, das ist immer so eine Sache. Ihr müsst halt den Overhead von hin und her kopieren, müsst ihr ungefähr einberechnen. Die CPU arbeitet super gut mit dem Arbeitsspeicher zusammen, während die Grafikkarte halt so ihren eigenen Arbeitsspeicher hat, deswegen Grafikkartenspeicher, dazu ist der da. Wenn euer Grafikkartenspeicher übrigens zu klein ist, dann könnt ihr nur ganz speziell große Netze trainieren. Also es macht schon Sinn, vor allem wenn wir jetzt extrem viele Lerndaten haben und viele großes Netz haben, sage ich jetzt mal, dann macht es durchaus Sinn, das Ganze auf der Grafikkarte laufen zu lassen. Für so ein kleines Netz macht es jetzt keinen Sinn, aber wir werden eigentlich jedes Netz irgendwie auf die Grafikkarte schmeißen, wenn es denn irgendwie funktioniert. Gut, das war's von meiner Seite schon wieder. Ich weiß, sehr kurzes Video, das letzte auch von den Einführungsvideos. Nächstes Mal schauen wir mal, ob wir mit einem Projekt anfangen oder ob ich euch die einzelnen Schichten im Detail vorstelle. Aber ich denke, das ist gleichzeitig auch so ein bisschen mehr Sinn von der Theoriereihe, euch die einzelnen Schichten vorzustellen. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!